So, guten Tag. Ich bin hier gerade auf dem Weg zum Berggarten, auf dem steilen, unbefestigten, schmalen Weg oder auf einem der beiden Wege, die dahin führen. Und ich war jetzt bestimmt Moment, guckt euch mal das an hier. Die Saat-Espasetten blühen. Und hier sind gerade unglaublich viele von diesen, ich glaube Baumamullen, ich weiß es nicht genau, unterwegs. Es ist sehr niedlich. Jedenfalls war ich jetzt schon seit fast 2 Monaten, glaube ich, nicht mehr da im Berggarten. Und dafür gibt es einige Gründe. Einer davon ist, dass ich irgendwie nicht mehr wusste, wie ich da jetzt eigentlich genau weitermachen soll oder kann. Denn das Problem ist ja immer noch, erstens, ich habe kein Wasser. Zweitens, hier ist übrigens Wiesensalbei auch am Blühen. Ich komme mit dem Auto, schon wenn es nicht beladen ist, kaum dorthin. Ich müsste, wenn ich dort No-Dig-Kompostbeete machen wollen würde, sehr, sehr viel Kompost dahin fahren, und zwar regelmäßig, nicht nur einmal. Ich weiß nicht. Ich habe zwar versucht, Möglichkeiten zu finden, dass ich das vielleicht auch hochtragen kann oder mit der Schubkarre hochfahren kann. Ich habe es bisher nicht nochmal probiert. Ich habe es auch nicht mehr probiert. Beziehungsweise das letzte Mal, als ich es probiert habe, war es ja richtig nass, auch noch der Boden. Das war richtig Harakiri. Jetzt ist es halt schon sehr hart und fest und trocken hier. Also, es würde auf jeden Fall noch besser gehen. Aber ich weiß, dass es, auch wenn es trocken ist und das Auto nicht beladen ist, ist es hier Harakiri hochzufahren. Also, weil man kann auch nirgendwo wenden. Die Wege sind schmal, holprig und relativ steil bergauf. An bestimmten Stellen schlittert man halt auch trotzdem, weil da der Weg auch bewachsen ist. Ja, so für den Unterboden ist es auch ein bisschen gefährlich. Irgendwie habe ich mich davor gedrückt, mich davor gescheut, das weiter zu versuchen. Und dann habe ich eigentlich vor kurzem beschlossen, dass ich das im Berggarten vielleicht mal anders versuche. Und zwar nicht mit No-Dig und nicht mit dem vielen Kompost, sondern halt mit ein bisschen Boden auflockern. Nicht unbedingt umgraben oder tiefgründig, sondern einfach nur so oberflächlich. Denn das habe ich in diversen Videos auch schon gesehen. Und ja, da ist gerade ich weiß nicht, was für ein Falter, ein sehr hübscher. Kann man den erkennen? Ja, und Flächenkompostierung. Dann wäre halt nur noch das Problem mit dem Wasser gewesen. So, Kartäusernelken sind auch am Blühen. Ich zeig. So. Und das ist immer noch ein großes Problem. Und dann hat es trotzdem noch eine Weile gedauert, bis ich das überhaupt hinkriege, da Beete anzulegen und irgendwas anzupflanzen. Und dann hätte es wahrscheinlich nicht mal funktioniert, weil ich es nicht hätte regelmäßig gießen können im Sommer in dieser trockenen Gegend. Deswegen, ja, habe ich mich halt, wie gesagt, gescheut, hierher zu kommen. War irgendwie ein bisschen blockiert. So, hier haben wir ein paar schöne Hagebutten. Mal gucken. Die sind am Blühen. Und ja, dann ist gestern was Komisches passiert. Nämlich, so, also, der Trend geht zum Zweitgarten. Ich bin hier gestern zufällig über eine Kleinanzeige gestolpert, in der ein Kleingarten also ein Schrebergarten in einer Kleingartenanlage angeboten wurde. Und zwar ohne jegliche Abstandszahlung. Und das habe ich bisher noch nicht gesehen hier in der Gegend. Und naja, in Anbetracht der Umstände mit dem Berggarten und in Anbetracht der Tatsache, dass das eine äußerst einmalige Gelegenheit ist, habe ich zugeschlagen. Der Grund, warum dieser Garten keine Ablösesumme gekostet hat, ist, dass hier quasi nichts ist. Erstens.
alles, naja, leicht überwuchert, würde ich sagen. Das wurde hier vor kurzem alles klar gemacht und weggemäht. Dann ist der Garten direkt in einer vielbefahrenen Straße, wie man vielleicht hört. Wahrscheinlich filtert das Mikro noch einige Geräusche heraus, aber es ist schon sehr laut hier. Und am allermeisten, der allergrößte, wichtigste Grund, warum das hier keinen Abstand gekostet hat, hier ist nochmal der Haufen, den sie da neulich weggemäht hatten. Da sind in der Anzeige auch noch frischere Bilder gewesen. Der war vor kurzem noch deutlich höher. Ja, also der eigentliche Grund, warum das hier ohne Ablösesumme klar geht, ist der Zustand des Gartenhäuschens. Der ist nämlich desolat und vermüllt. Kann man ja mal kurz gucken. Also hier haben wir hier so ein bisschen diese wunderschönen wilde Weinranken zur Seite macht. Dann haben wir hier das. Und kein Dach. Und da ist noch ein schöner Raum. Auch so halb gefüllt mit irgendwelchem Zeug. Also was hier auf der Erde liegt, war mal das Dach anscheinend. Und dann gehen wir mal weiter. Hier ist ein Anbau. Die Tür scheint eigentlich ganz in Ordnung zu sein. Bis auf diese Halterung und dass ich kein Schloss und keinen Schlüssel habe. Also keinen Schlüssel für das Schloss habe und das Schloss halt zugeschlossen ist. Aber wie auch immer. So, dann hängen natürlich überall Stromkabel raus, auch im Garten. Ja, Boden haben wir gerade gesehen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, das ist ja machbar. Und hier auch der Hauptraum. Da steht ein ranziges Sofa drin. Das werde ich wahrscheinlich sogar behalten, wenn ich es einigermaßen sauber kriege. 2 Stühle, bisschen Gedöns. Den Kühlschrank, den schmeiße ich weg. Und hier habe ich halt Strom, hier habe ich Wasser. Hier kann ich ziemlich leicht Beete anlegen und dann schnell mein Gemüse anbauen. Und bin bezüglich des Berggartens nicht mehr so unter Druck, dass da irgendwas schnell gehen muss. Und dann kann ich diesen Zustand, dass ich keine Möglichkeit habe, vernünftig Gemüse anzubauen, der mich schon wirklich langsam richtig nervt, endlich mal beenden. Oh, mein Garten ist sehr überwuchert. Ach du Scheiße. Huch, was hier passiert? Hier kennt man ja gar nichts mehr. Alles voll. Na gut. Weißdornheck ist verblüht. Hier treibt überall neuer Weißdorn aus. Hier, alles voll damit. Ich muss hier dringend mähen. Was gibt es sonst? Mal gucken. Diese Weißdornhecke ist voller Gespinste und trägt ordentlich Beeren. Das hat sie letztes Jahr, glaube ich, noch nicht gemacht. Okay, gehen wir mal rein. Gucken wir mal, was hier so wächst. Das weiß ich gar nicht, was es sein soll. Ich mal Flora Incognita gleich fragen. Na, ist schon wieder noch Müll am Start. Also auf jeden Fall blüht hier einiges. Das ist ja jetzt das zweite Jahr. Beim ersten Jahr habe ich nicht viel erwartet. Beim zweiten gerne schon etwas mehr. Dann haben wir hier diese, wie heißen die denn nochmal? Diese lilanen, diese hier. Ah je, das war mal meine Felsenbirne. Die mag offenbar nicht mehr. Der Rhabarber sieht auch nicht gerade gut aus. Eieiei, was ist denn passiert? So, Kirschpflaume mit Fliege treibt auf jeden Fall gut aus. Der Holunder, okay. Holunder ist ja eigentlich ziemlich robust, also
Wenn der so vor sich hin meckert, ja, nicht so gut. Aber guckt mal, der Wein, der ist hier richtig gut rausgekommen. Halleluja. Und der ist ein bisschen rausgekommen. So, und was ist jetzt mit der Felsenbirne? Das nervt mich. Da ist ja gar nichts mehr am Start einfach. Die ist einfach komplett tot. Dabei hat die doch noch rausgetrieben. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Hm, nun gut. Gehen wir mal weiter durch dieses sehr hohe Gras. Ein weißer Schmetterling. Kurz gucken. Kann man rankommen? Ja, so. Okay. Hier liegt dann der ganze Krusch, den ich eigentlich noch wegbrechen wollte. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen obsolet. Die Feige sieht man gar nichts mehr. Die ist komplett tot. Tot, 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 tot. So, hier treibt aber ein bisschen Efeu aus. Das ist ja schon mal geil. Hier ist ja noch der Weißdorn, den ich neulich erst entdeckt habe. Na, wer bist denn du? Das sieht aus wie irgendwelche Leguminosen. Ich weiß gar nicht. Blühen anscheinend gelb. Ist das Hopfenklee? Das, was mal als Erdbeerbeet gedacht war, ist jetzt schon wieder voll mit Weißdorn. Hier ist mein Knoblauchbeet. Ich habe irgendwie den Eindruck, es ist nicht mehr viel Knoblauch übrig. Ich sehe zwar ein paar Pflanzen, aber ja, das andere Gemulchte, da sind lauter Hagebutten am Start und Brombeeren. Aha, aha. Oh Mann. Also meine gepflanzte Hasel, die hat gut ausgetrieben. Aber Haseln sind ja auch mega robust. Das freut mich. Hier die Weide krepelt auch ein bisschen rum. Sieht auch nicht so gesund aus. Das ist ja mal schräg. Hier der Weißdorn ist anscheinend schon verblüht. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der geblüht hat. Ich verpasst leider. Immer auch so rumzuwedeln hier. Aber es bilden sich einige Beeren. Das ist auch schön. Das ist eigentlich ein Apfelbaum, aber irgendwie, naja. Ah, der hat auch ein paar Früchte. Ist ja interessant. Moment, ich mache mal richtig lang hier. Dann kann man vielleicht sehen, da sind doch Früchte. Hier das ganze Zeug, was ich hier rausvertikutiert habe, was ich eigentlich wegbrechen wollte, es aber dann nicht gemacht habe. Hier ist mein Birnenbaum. Hat auch ein paar Früchte. Es ist ganz schön windig. Ui, Hilfe. Waldameisenhaufen auch total zugewuchert wieder. Der Zwetschgenbaum hat, glaube ich, eh nicht geblüht. Ich sehe auch keine Fruchtansätze. Tja, keine Ahnung warum. Der Hartriegel ist am Blühen gerade. So, und hier ist ja auch eine kleine Hagebutte. Die ist aber wirklich noch sehr klein. Und sieht in Teilen auch nicht mehr so gesund aus. Interessant. Meine Hartriegelblüte von Namen gesehen. Ist die nicht hübsch? Es gibt auch eine Menge Beeren für die Vögel. Das Zeug wuchert nur auch wie Sau mit Wurzelausläufern und so. Das muss man da immer mit in Betracht ziehen. So, wir kommen in die hintere Ecke des Gartens, wo zum Beispiel die Herbstzeitlosen am Start sind, wo mein Werkzeug steht und so, wo auch noch sehr viel Moos am Rumliegen ist und gerade eine fette Fliege drauf rumfliegt. Und auch hier dringend mal Sense am Start sein müsste, sollte. Oh, was haben wir denn da? Eine Margerite oder sowas? Vielleicht? So, und was sagt mein Walnussbaum? Ich kann da gar nicht mit dem Handy. Oh, da ist was ausgetrieben. Yay! Und hier wachsen ein paar Disteln. Das freut mich auch. Ich mag Disteln. Ja, hier treiben überall wieder, was weiß ich, aus. Hartriegel vor allen Dingen.
Alle zugewuchert, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was haben wir hier noch so Hübsches? Ich weiß es nicht. Ja, also hier habe ich erstmal gerade wieder eine Menge noch zu tun. Das kann ich jetzt hier nicht so lassen, wie es ist. Das ganze Totholz und durch das Totholz hindurch wächst überall Hartriegel, überall. Meine Güte, das wird lustig. Da hätte ich echt ein bisschen mehr am Ball bleiben müssen, sollen. Ich glaube, das ist die Berberitze. Bin mir nicht sicher. Da ist eine Hagebutte, Apfelbaum. Der aber nur ganz kleine Äpfel gibt, weil der viel zu groß und viel zu voll ist. Au, 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 ich habe mich gepiekst, au. Hier ist auch noch eine schön blühende Hagebutte, die ich da auch mit Absicht behalten habe. So, da ist noch ein Pflaumenbaum. Der ist, glaube ich, auch noch zu klein, um Pflaumen zu tragen. Ich sehe jedenfalls keine. Aber der hier hinterm Zaun, der gar nicht mir gehört, aber einen schönen überhängenden Ast hat, der hat einige Früchte. Ja, die kann ich mir dann in Ruhe klauen. Und da ist ja noch der andere Pflaumenbaum, von dem ich dachte, der ist schon halb tot. Aber ist er gar nicht. Der auch in meinem Garten steht. Und der, Moment, ich mach mal lang, hat nämlich auch Früchtchen. Einige. Ich stelle gerade fest, die Feige ist doch nicht tot. Die hat jetzt nicht unbedingt da ausgetrieben, wo ich dachte, aber sie hat ausgetrieben. Da sind Triebe von ganz unten. So, ich bin wieder hier im Garten. Heute ist Mähtag. Bin ja mal gespannt, wie es dann hinterher aussieht. Ich freue mich schon. Wahrscheinlich ganz anders. Ja, also, here we go. Kanadische Goldrute. Invasiver Neophyt. Muss weg. Sehr weg. Das hier allerdings könnten Kronenlichtnelken sein. Und die lasse ich mal stehen. Hier, das da. Himbeeren oder Brombeeren? Wahrscheinlich Brombeeren. Weil es einfach wahrscheinlicher. Aber ich lasse es auch mal. So, weitermachen. Das da ist laut Flora Incognita. Zitronenmelisse. Ich habe gerade gekostet. Definitiv. Wollte ich schon immer mal haben. Habe ich auch versucht, letztes Jahr schon auszusehen. Ah, jetzt wächst die hier einfach. Die bleibt natürlich. Ist ja klar. So, hier haben wir gefunden gewöhnlichen Dost, aka Oregano. Der bleibt natürlich auch. Guck mal, was hier gerade aufgeflogen ist. Das hätte halt jetzt nicht vor mir fliehen können, wenn ich hier mit einem Sichelmäher lang geuscht wäre. Ups. Gemäht ist schon mal. Ich habe 2 fette Blasen an den Händen und jetzt schon Rückenschmerzen. Hat so 1,5 Stunden gedauert. Jetzt muss ich den Scheiß nur noch zusammenrechen und auf den Kompost schmeißen.
Es ist jetzt spät, also weitere 1,5 Stunden später, nachdem ich gemäht habe. Jetzt weiß ich gar nicht, ich muss mal kurz überlegen. Ja, also insgesamt 3 Stunden. Aber auf jeden Fall ist hier jetzt erstmal alles kurz, fast alles. Wie es mit der Sense immer so ist, es ist ja nicht so ganz genau und akkurat. Aber damit können wir schon mal arbeiten. So, schönen guten Tag. Ich bin hier gerade im Berggarten und sitze gerade sehr zusammengekauert unter einem Campingtisch, weil ich nämlich einen Schirm vergessen habe. Und ich habe heute vor, hier zu mähen, und zwar diese ganzen kleinen, wie man hier zum Beispiel sieht, neu austreibenden Schlehenbüsche, die sich hier überall im Garten breit gemacht haben. Die würde ich als erstes mal wegrödeln mit der Sense. Und ich habe hier auch fein mein Forstsensenblatt mitgenommen. Allerdings habe ich vergessen, das Wechselwerkzeug für den Sensenbaum mitzunehmen, sodass ich die gar nicht wechseln kann. Und ich habe hier auf dem Sensenbaum noch die Staudensense drauf. Das heißt, ja, das ist der Grund, warum ich mir gerade 2 neue Sensenbäume bestellt habe. Bessere als diesen hier. Ziemlich teuer auch leider, aber ich werde da wahrscheinlich, solange ich kann, noch mit der Sense mähen, weil ich mag das wirklich gern und ich mache das auch schon ein paar Jahre jetzt immer mal wieder. Und ja, dann lohnt sich das ja vielleicht auch, da ein bisschen was zu investieren, dass man da eine gute Einstellung hat mit der Sense und das Mähen auch leichtgängig ist und gut funktioniert und so. Aber wie gesagt, ich kann leider das eigentliche Forstsensenblatt für die groben Sachen nicht darauf machen und könnte jetzt nochmal nach Hause fahren und das Zeug holen. Mache ich aber nicht, sondern ich versuche es erstmal mit der. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, also ich muss sagen, das funktioniert auch mit dieser Sense ganz hervorragend. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe einiges weggekriegt an Schlehenzweigen. Die Sense müsste eigentlich auch mal gedengelt werden, die ist auch nicht mehr so ganz scharf. Das habe ich schon vorgestern beim Mähen im anderen Garten festgestellt. Ja, alles nicht ganz optimal heute irgendwie, aber okay. Ich komme klar. Irgendwie kriege ich das hin. Hier haben wir Johanniskraut. Lass ich mal stehen und mähe da nicht drüber. So, es ward gemäht. Zumindest diese erste kleine Fläche hier habe ich schon mal weg. Und da ich ja beschlossen habe, in diesem Garten zumindest vorerst ohne Kompost auszukommen, oder ohne externen Kompost auf jeden Fall, werde ich jetzt das ganze Schnittgut, auch die kleinen Gehölze sogar zum Mulchen von den Gehölzen, die ich gepflanzt habe, nehmen. Wie zum Beispiel dieser Kirschpflaume oder auch den anderen Pflanzen, die ich gepflanzt habe, wie zum Beispiel dem Rhabarber da irgendwo. Und natürlich auch dem Wein, der hier sehr cool wächst. Bin ja voll erstaunt. Vor allen Dingen sollte diese Sorte die weniger frostharte sein, aber die ist sogar besser gekommen als der andere. Na gut, die war auch ein bisschen größer schon vorher. Ja, das ist ja richtig cool. Also, das wird jetzt alles ordentlich gemulcht. Und dann denke ich mal, dass das den Pflanzen auch sehr gut tut. So, und hier sieht man, wie ich den Wein gemulcht habe. Ich habe auch versucht, ordentlich viel dahinter zu packen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ziemlich hoch, schön festgedrückt.
So, und dann bleibt der nämlich von Unkräutern verschont, hoffentlich. Unkräuter, ihr wisst schon, Beikräuter, halt Wildpflanzen. Und hat ein bisschen mehr Raum. Und außerdem befinden sich dann darin sehr viele Bodenlebewesen, die dort ordentlich reinkacken und die ganze Scheiße düngen. So wie mit Kompost halt auch bei der No-Dig-Methode. Nur, dass das halt hier noch kein Kompost ist, aber es wird ja bald welcher. So, einmal die Stelle mit den Orchideen markieren. Sieht man sie, damit ich da später, weil die haben ja keine Blüten mehr und sind schon ziemlich unscheinbar. Und ich will ja später die nicht aus Versehen ummähen, die sollen ja auch Samen bilden und so. So, und die nächste Stelle, wo ich aber dringend mähen muss, das geht hier schon los. Hier alles voll mit Schlehen. Oh, alles voll. Das ist auch die Stelle, wo ich eigentlich gedacht hatte, dass ich hier mit Kompost, No-Dig-Methode mein Erdbeerbeet anlege. Auch das ist voller Schlehen. Und was aber gut funktioniert hat, ist das Mulchen. Weil außer Schlehen, also es kommt zwar trotzdem ein paar Sachen hoch, aber nicht allzu viel. Da das übliche Johanniskraut. Und dann ist das, glaube ich, hier Oregano und Schlehen, Schlehen, Schlehen. Alles voller Schlehen. Gut, dann machen wir mal die Ecke. So, also das ging jetzt recht schnell. Ich habe hier halt gar nicht so, also hier wächst auch nicht so viel, weil hier vorher so viele Schlehen waren. Das ist ja alles noch gar nicht so dicht bewachsen. Und ich habe auch darauf geachtet, ein bisschen, weil ja auch nicht so viele Gräser wachsen, ein paar Wildpflanzen stehen zu lassen. So, als nächstes werde ich jetzt noch. Oh, hallo, wo bist du denn? Du. Flieg fort! So, als nächstes werde ich jetzt noch weiter im Garten rumgehen, überall so. Und die einzelnen Schlehen und Hackbutten in der Wiese, die ich da nicht haben will, noch ein bisschen raussäbeln, nachdem ich hier zusammengerecht habe. Und ja, die werde ich dann da einfach liegen lassen. Also werde ich jetzt nicht großartig alles zusammenrechen. Geht ja nur darum, dass hier erstmal der Gehölzaustrieb in den Griff gekriegt wird. Den Rest um die ganzen Gräser und so kann man sich noch später kümmern. So, und hier ist dann wieder noch ein etwas größeres Problem am Start. Nämlich hier ist alles voller Hartriegel, komplett überwuchert. Und das Problem ist, die ganzen Gehölze, die ich hier entfernt habe, habe ich halt nicht so bodennah entfernt. Das heißt, wir können überall noch Stöcker und Stümpfe und sowas dazwischen sein. Das wird noch spannend. Aber mit der Sense ist das, ja, man kriegt zumindest ein bisschen was hin, sagen wir es mal so. Tada! So. Und damit hätte ich es auch geschafft, diese Fläche irgendwie ein bisschen zu bereinigen. Und ist euch aufgefallen, wie ich es geschafft habe, diese wunderhübsche Mohnblüte, diese einzige Mohnblüte in meinem Garten stehen zu lassen? Ist das nicht cool? Und damit verabschiede ich mich hiermit für dieses Video und bis zum nächsten Mal. Bye bye.